Wunderschönen guten Tag. Wir haben heute den 7. Tag und heute laufe ich von Torres del Rio nach Logroño. Logroño ist ja bekanntlich die Hauptstadt der Region La Rioja und dementsprechend gibt es bestimmt Wein. Auf geht's! So, wir nähern uns der Region La Rioja und da tauchen natürlich auch die ersten Weinreben, die ersten Weinfelder auf. Das Traumfelder natürlich, ne? Aber so sieht's aus. Und da komme ich gerade her. Die ersten Höhenmeter sind wieder geschafft. Aber Gott sei Dank keine Berge mehr, nur noch kleine Hügel. Trotzdem anstrengend, so ist das nicht. Noch ein paar Tage, dann wird alles besser. Denn der Körper gewöhnt sich an die Belastung. Und dann fällt einem eigentlich alles leichter, insbesondere bergauf, bergunter. Das ist das Gute hieran. Hallo. So, angekommen auf dem Hügel. Ja. Weiter geht's. So, ich bin angekommen in der kleinen Stadt Viana. Zumindest ganz außen am Rand. Ja, dann weiter rein und dann schauen wir mal, wie es da aussieht. Ja, Thema Musik. Musik auf dem Jakobsweg. Ich finde das cool. Wenn man sich durch Musik nochmal anders in eine Stimmung reinversetzen kann, dann nochmal ein bisschen nachhelfen kann. Das ist ganz fantastisch. Ich schwöre drauf. Nicht den ganzen Tag, aber immer mal wieder. So ein kleines bisschen ist schon eine echt feine Sache. Ah, come on, Leute, ey. Egal wo ich hingucke, überall sind Felder. Weizen, Wein und da hinten sind Berge.
Und da oben irgendwo, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, aber was, ist auch egal. Da ist die Sonne und knallt den ganzen Tag brachial auf uns ab. Ah, ist das geil. Moin Peter, du bist noch YouTube-Star. Da geht's jetzt hin. Immer weiter nach Logroño. So, die letzten Meter in Navarra. Und dann habe ich die allererste autonome Region hier in Spanien auch schon durchquert. Ja, und in der Rioja gibt es Wein. Vielleicht. So, noch 2-3 Kilometer, dann sind wir da in Logroño. Ja, so ein Grund, warum ich heute unbedingt nach Logroño wollte, ist übrigens dieser hier. Ziemlich geil. Ich konnte mich noch daran erinnern und dachte, hier will ich doch noch mal durchlaufen. Ah, danke Füße. Nee, dürft eine Sache nicht vergessen, ihr seid genauso stark, wie eure Füße das zulassen. Und im Zweifelsfall eure Knie. Ja, also immer schön Rücksicht drauf nehmen und immer gut aufpassen, dass die gut behandelt werden. Ja, deswegen kauft man ja auch ordentliche Schuhe, ordentliche Socken und spart da wirklich nicht am Geld, weil das ist das Allerschlimmste, was du tun kannst. Irgendwie dir irgendetwas aufschwatzen lassen, das kaufen und das dann tragen. Egal ob Schuhe oder Socken. Auch Socken muss man eintragen, übrigens ein bisschen zumindest. Einlaufen. Ja. Und da darf man wirklich nicht sparen. Da muss man wirklich gucken, dass man das Richtige kriegt. Und wenn man das hat, dann passt das. Aber ich merke schon bei mir, mein kleiner linker Zeh, mein Lieblingsfreund, mein alljährlicher Jakobswegbegleiter, er meldet sich so langsam. Ich merke es so langsam heute das erste Mal so ganz leicht, ja. Dauert nicht mehr lange. Dann habe ich wieder einen neuen Freund zum Zeigen. Könnt euch jetzt schon mal drauf freuen. Ach ja, wird schon. So schlimm wird es aber nicht werden, hoffe ich. Und wenn doch, ja, dann ist es trotzdem halt irgendwie so, ne? Muss ja trotzdem mit klarkommen. So, ich suche jetzt die Herberge. Ich weiß immer noch nicht genau, wo ich hin will, aber mal schauen. Es gibt eigentlich 2 Möglichkeiten nur für mich. Ja, und welche ich nehme, das seht ihr dann. So so wichtig ist diese Entscheidung eigentlich auch nicht. Das ist eigentlich egal. Really? That's amazing. Wow. No wonder they don't make any money. Hanjo, wie geht's dir eigentlich so nach 3 Tagen? Ja, guck. Hanjo geht's gut, sagt er. Schöne Grüße. Buen camino.
schön kann das halt auch mal aussehen. Einen wunderschönen guten Morgen, hier aus Logroño, der Hauptstadt der Region La Rioja. Und ich habe gestern tatsächlich einen Wein getrunken, wer hätte das gedacht. War lecker. Wir hatten gestern einen fantastischen Abend in der Tapas-Barstraße, La Calle La Roelle. Da gibt's Sachen, das ist wow. So soll es sein. Mir geht's gut, ich starte in den nächsten Tag. Heute geht's nach Herrera, 28 Kilometer oder sowas. Sonst noch irgendwas wichtig? Nö, mir geht's gut, ich bin fit. Ich habe nur kein Wasser gerade, das ist ein bisschen blöd. Ne? Irgendwie eine Quelle finden. Ich weiß nicht, ob ich eine finde jetzt direkt. Ja, let's go. Es wäre furchtbar geil, wenn sich das Ding jetzt nicht gleich dreht. Jawohl. So, die ersten Schritte des Tages sind wieder gemacht. Ich fühle mich gut. Für mich geht es jetzt zunächst einmal zum Haus am See. Ihr werdet sehen. So, das wäre dann der See. Tja, das Haus am See, hier zu sehen, hat leider geschlossen. Umbaumaßnahmen stand da. Naja, kannst nichts machen, gibt kein Frühstück. Edgy Wedge. It's a lot. Everything. Weinfelder, wo man nur hinsieht. Geil, oder?
So, ich bin in Navarrete angekommen. Navarrete. Und das kraxel ich noch kurz hoch zum Dorfzentrum, der natürlich wieder mal auf dem Hügel liegt, ist ja klar. Ja, dann glaube ich noch zu wissen, dass es da eine Bar gab. Und ich hatte nämlich Durst. Irgendwas brauche ich auch zum Essen gleich noch. Mal sehen. Erstmal geht's nach oben. Kleine Pilgerpause in Navarrete. So, die erste kleine Pause des Tages ist zu Ende gegangen. Hab was gegessen, hab was getrunken. Zigarettchen hier raus. Sonnencreme ist drauf. Ja, dann kannst du jetzt auf die sonnigen 15 Kilometer mit den Weinbergen gehen, die zwischen Navarrete und Nájera liegen. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Alter, guckt euch das an. So, weit ist nicht mehr. Ich bin gleich in Nájera. Nájera, ja. Also gute Laune habe ich schon heute, ne? Wobei eine Sache mich nervt. Das, was ich dachte gelöst zu haben mit der Blase, das funktioniert leider noch nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Damit meinte ich nämlich so eine Art Zehenklappe. Die habe ich über meinen kleinen Zeh drüber gestülpt, quasi. Second Skin, aber kein Blasenpflaster, sondern eine richtige Kappe. Ja, aber die verrutscht halt irgendwie immer nach 20 Minuten. Also auch nicht so richtig gut die Lösung. Na egal. Das kann man ja noch verbessern, denke ich. Ja, ein absolutes kleines Pilgerparadies, was ich hier gefunden habe. Hier gibt es Wasser auf Spendenbasis und das ist natürlich genau an solchen Tagen und an solchen Etappen wie hier besonders hilfreich, die sehr, sehr lang sind, sehr wenig Schatten haben. Ja, generell einfach anstrengend und auslaugend sind, wenn du da irgendwie 30 Kilometer durch die Sonne läufst. Ja, und mein Wasser ist ausgegangen und wo laufe ich natürlich vorbei? An einer kleinen Oase mit Wasser. Camino provides. Klar, hätte ich lieber ein Bier gehabt, aber Wasser ist super hilfreich. Geil. Ja, klar, Zufall. So muss es sein. So, ich gehe die letzten paar hundert Meter nach Nájera. Da gibt es auch ein Bier. Basiger. So,
So, ich bin so gerade eben in Nachera angekommen. Das dürften dann gute 28 bis 30 Kilometer heute gewesen sein. Das muss ich gleich mal schauen, das weiß ich nicht auswendig. Dach. Ja, jetzt suche ich die Herberge. Und dann beginnt das übliche Pilgerritual jeden Tag, von dem ich auch schon einmal sprach. Ne? Das besteht im Wesentlichen darin, dass man ankommt. Nach dem Ankommen sein Bett bezieht. Nach dem Beziehen des Bettes packt man seine Klamotten aus. Man geht zunächst duschen. Nach dem Duschen wird dann die dreckige Wäsche des Tages per Hand gewaschen und aufgehängt. Und dabei ist das Wetter dann auch wieder spielt das Wetter dann auch wieder eine sehr entscheidende Rolle. Denn je wärmer und je heißer und je weniger es regnet, ne, desto eher trocknet die dann auch. Das ist so ein Ding, mit dem ich die letzten 3 Tage jetzt noch nicht so 100% einverstanden war, wie es gelaufen ist. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, und nach dieser Pilgerroutine hat man im Grunde Freizeit, Feierabend, nennt es wie ihr wollt. Scheißegal. Aber das sind die Dinge, die man auf jeden Fall täglich macht. Das ist Nachera. Wunderschöner Ort. Ja, ich sitze gerade draußen an der Herberge und es beginnt wieder einmal nachmittags zu gewittern und zu regnen. Der 3. Tag in Folge. Was ist denn hier los? So, wir sind auf dem Weg zum Abendessen. In Nachera natürlich. Und schauen wir mal, ob wir irgendwo was kriegen. Die erste Möglichkeit hatte gerade geschlossen, obwohl eigentlich, naja, hätte auch sagen können, aber Google Maps hat gelogen, ne? Na gut. Also zur nächsten Möglichkeit hin. Schauen wir mal, ob da was gibt. Wenn nicht, dann gehen wir halt weiter, solange bis wir was finden, weil wir alle ein bisschen Hunger haben, nämlich jetzt. Ja, mein Frühstück ist ein bisschen her. Hello. Was it too fast? Too fast for you. That also looks interesting. Is it the way you use it usually? Really? This is the moment we're all having a mental breakdown. Mental breakdown now? Okay. Fuck. Na, hast du Spaß auf dem Camino? Ich sag's dir, das ist so, feels so much like. Ja, und damit sage ich mal wieder gute Nacht. Der Tag endet für mich jetzt gleich. Die Herberge schließt auch in 20 Minuten. Ich trinke mein Bier hier aus am Fluss von Nachera. Und dann geht's gleich in die Pofe, ne? Ja, so sieht das aus, ne? Damit ich mal wieder fit bin. Ja, heute war ein guter Tag. Rückblickend. Alles gut gelaufen. Ich mache mir ein minimales bisschen Sorgen um meine kleine, sich entwickelnde Blase an meinem kleinen linken Zeh. Aber alles halb so wild bisher. Bisher ist eigentlich alles im Griff. Schauen wir mal, wie es morgen wird. Bis dahin. So, einen wunderschönen guten Morgen. Für mich beginnt soeben der 9. Tag auf dem Camino Frances. Und ich laufe gerade los aus Nachera. Heute geht es für mich nach Santo Domingo de la Calzada. Das ist so das Standard-Etappenziel einfach. Etwas kürzer als gestern, 22 Kilometer nur. Das ist ganz gut. Das passt. So. Auf geht's.
bin in Astorfrat angekommen. Jetzt gibt es gleich ein kleines Frühstück und einen Kaffee vor allen Dingen. Ich bin heute noch nicht so richtig fit und deshalb ist das genau das, was ich jetzt gleich brauche. So, Pause beendet, weiter geht's. Und im Grunde dasselbe Bild wie gestern. Links sind Weinreben, Weinfelder und hier ein kleines Weizenfeld auch mal zwischendurch. Ja, sehr schön. Durch die Landschaft. Ja, hier muss ich jetzt durch. On the grass is much better, but as you wish. So, ich denke, heute ist eher so ein Tag zum Durchhalten. Das ist ja alle nichts. Hat man manchmal. Und Camino. Oh, guck mal. Ein Bicigrino, also einer, der auf dem Fahrrad pilgert, hat hinten Ukraine-Flagge drauf. Ja, hin und wieder mal ein Zeichen. Hin und wieder mal ein Zeichen. Hola, buen camino. Ja, wie gesagt, heute nicht so richtig fit. Ich habe heute Nacht schlecht geschlafen. Bei mir im Zimmer haben 2 derart laut geschnarcht, dass ich, das war wirklich schon besonders extrem. Ja, und deswegen habe ich heute nicht so viel geschlafen, wie ich gerne geschlafen hätte. Bin dann spät heute Morgen, also morgens früh noch mal irgendwie eingepennt und bin um 7 wieder wach geworden natürlich und ach, alles nicht so geil gewesen. Aber so ist das manchmal, ne? Es gibt nicht immer nur diese heitere Sonnenscheintage, ne? Es gibt manchmal eben auch wetterbedingt etwas diesige Tage, wolkig, vernebelt, und ist man eben nicht so fit. Das hat halt mal so. Naja, ist egal. 2 Drittel des Weges habe ich für heute schon hinter mich gebracht. Das letzte Drittel, ne? Das schafft man immer. Scheißegal, wie im Arsch man ist. Das letzte Drittel schaffst du immer. Du musst nur hinwollen. Das ist ganz einfach. Nur dahin wollen. So sieht's aus. Ja, genug von der Bergpredigt jetzt. Jetzt reicht's auch, ne? Bis neulich mal. Ja, und nach der gerade etwas trostlosen Kleinstadt, die ich passiert habe, bin ich jetzt wieder draußen auf den offenen Feldern. Allein das hält die Stimmung schon ein bisschen auf. Das hilft. Musik! Ja, ich bin in Santo Domingo de la Calzada und vertreibe mich hier so ein bisschen den Nachmittag. Ich habe das Gefühl, ich kriege eine Erkältung, was überhaupt nicht gut wäre. Wirklich überhaupt nicht gut. Na, mal sehen. Ich habe auf jeden Fall gerade ein 2-stündiges Nickerchen gemacht. Das hat vielleicht ein bisschen geholfen schon mal, aber mal schauen. Irgendwie fühle ich mich auf jeden Fall heute nicht besonders einfach. Naja. Dann ist auf jeden Fall ein bisschen Luft nach oben da, ne? Muss man ja auch mal so rumsehen.
Ja, ich bin ein bisschen platt. Ich laufe gerade noch mal zur Apotheke und kaufe mir Aspirinkomplex oder so. Ich bin richtig platt, bin gerade 2 Stockwerke hochgelaufen. Boah, Alter. Nicht gut. Naja, vielleicht hilft das ja hoffentlich bis morgen früh. Naja. Hat euch das Video gefallen? Sehr gut. Lasst mir gerne ein Like da, kommentiert fleißig unter dem Video. Ich beantworte alles rund um das Thema Jakobsweg. Und wenn ihr dann noch nicht genug kriegen könnt, dann freue ich mich selbstverständlich auch über ein Abonnement. Dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video mehr. Also ran da. Dankeschön. Macht's gut.